Segne den Sabbat alle zusammen. Let's open with a word of prayer. Lass uns mit einem Gebet eröffnen. Amen. Amen. Okay, so this morning we're going to just continue from these thoughts that we were looking at yesterday. Heute Morgen wollen wir einfach fortsetzen mit den Gedanken, die wir uns gestern angeschaut haben. Now, so yesterday we were looking at the hour of His judgment, right? Gestern haben wir uns die Stunde seines Gerichts angeschaut. Okay, it says in Revelation 14, "Fear God, give glory to Him, for the hour of His judgment is come." Dann sagt er in Offenbarung 14, fürchte Gott, gib ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. And it illustrates the first, second, and third angel's messages. Und das right? illustriert die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Okay, and then directly after that, you come to the harvest. Und sofort danach kommst du zu der Ernte. Because we read in Jeremiah 8 and verse 7 that God's people don't know the judgment. Denn wir haben in Jeremia 8, Vers 7 gelesen, dass Gottes Volk das Gericht nicht kennt. Okay, in Matthew 24, they ask Christ, when is the sign of thy coming and the end of the world? Und in Matthäus 24 haben sie gefragt, wann ist das Zeichen deines Kommens und das Ende der Welt? Okay, and Matthew 13 tells us that the end of the world is the harvest. Und Matthäus 13 sagt uns, das Ende der Welt ist die Ernte. It's the judgment that we don't understand. Es ist das Gericht, was wir nicht verstehen. And hence they're asking, and hence Christ tells them, right? Deswegen fragen sie ihn und deswegen erklärt Christus ihnen das dann auch. Because he says, ask and you shall receive. Weil Right? es sagt ja, frage oder bitte und so wirst du erhalten. So because they asked him, he laid it out for them, right? Und weil sie ihn gefragt haben, hat er es ihnen dann dargelegt. He says, don't be deceived, right, when right here at the beginning this trouble comes, right? Er hat gesagt, lasst euch nicht hier verführen, wenn hier am Anfang des Sonntagsgesetzes diese Trübsal anfängt. Because the south is going to rise up there, as we saw in 1848. Weil der Süden wird dort aufbegehren, so wie wir 1848 das sehen konnten. Because the north makes a Sunday law. Weil der Norden ein Sonntagsgesetz macht. He says, don't be deceived by that, right? Er sagt, lasst dich dadurch nicht verführen. And then he says, and also don't be deceived here, Und right? dann sagt Jesus auch, hüte dich davor, hier verführt zu werden. Because just like false prophets rise up there and give a false understanding, there's also false prophets going to rise up here and give a false understanding. Denn genauso wie falsche Propheten hier aufkommen und ein falsches Verständnis geben, so werden falsche Propheten auch hier aufkommen und ein falsches Verständnis geben. Because here you also have the south rising up, right? Denn auch hier hat man den Süden, der aufkommt, richtig? Where the north makes a death decree. Wo der Right? Norden dann ein Todesdekret erlässt. You can see all this, that this here is just a larger illustration of what's going to be finalized in here, right? Wir können sehen, das, was hier stattfindet, ist einfach eine größere Darstellung von dem, was dann hier nochmal sich wiederholen wird. But this whole illustration here, the harvest, which is the end of the world, the judgment, we do not correctly understand it. Aber diese ganze Illustration hier in dieser Box, ist, diese Ernte, die dort stattfinden wird, das verstehen wir noch nicht richtig, dieses Gericht. That's what we've been trying to understand for the last year, 2 years or so. Das Right? ist ja auch, was wir seit dem letzten Jahr oder 2 Jahren versucht haben zu verstehen. But now, since we've made some corrections to some things, everything is becoming clearer, at least in my mind, anyway. Und seitdem wir jetzt hier so ein paar Korrekturen unternommen haben, wird alles noch klarer, zumindest in meinem Verstand. Okay, and we're to keep asking, and He will show us it, Wir right? müssen einfach fortfahren, ihn weiter zu bitten und er wird uns das alles zeigen. And the point is that it shows us that it's the revelation that leads us to be humbled in the dust, right? Und wir können ja auch sehen, dass es hier dann die Offenbarung sein wird, die uns dazu führen wird, in den Staub gedemütigt zu werden. And we read yesterday, all the books of the Bible meet and end in the Wir haben Revelation. gestern right? gelesen, dass alle Bücher der Bibel treffen sich und enden im Buch Offenbarung. What are all the books of the Bible? Und was sind alle Bücher der Bibel? Parables, right? Gleichnisse. And it says Christ
only spoke in parables, right? Das sagte Christus, er hat nur in Gleichnissen gesprochen. And they're the hidden things that have been kept secret, Und right? das sind die verborgenen Dinge, die geheim gehalten worden sind. They're the mystery, right? Sie sind dieses Mysterium, dieses Geheimnis. And the mystery is Christ in you, the hope of glory, Und das right? Geheimnis ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. You bring all these things together, it tells you that here is where the mystery is revealed, right? Wenn du alle diese Dinge zusammenbringst, dann sagt uns das, dass es hier drin ist, wo das Geheimnis geoffenbart werden wird. All this nonsense people come out when we don't understand something, it's just complete folly, it's a complete misunderstanding of God's word, right? Deswegen mit dem ganzen sozusagen Unsinn, wo Leute dann ankommen, ja, weil wir noch Dinge noch nicht überall richtig verstanden haben, ist letztendlich ja, Torheit, denn wir wissen, dass es it's not according to God's word, you said. No, I said when people come out with these silly arguments that when we don't understand something, it's just folly. Also, dass wenn Leute halt mit diesen ja, törichten Argumenten kommen, weil wir jetzt noch nicht alles perfekt verstehen, ist einfach Torheit, weil wir sehen, dass es erst hier in der Offenbarung sein wird, wo wir alles perfekt verstehen. If we understood everything, we wouldn't need a revelation, right? Wenn wir jetzt schon alles perfekt verstehen würden, dann bräuchten wir ja gar keine Offenbarung mehr. And this is what we're striving against our sin, right? Und das ist ja, was wir momentan tun. Momentan streben wir gegen unsere Sünde. And this is sin that prevents us from understanding God's word, right? Und es ist ja eben gerade die Sünde, die in uns ist, die uns davon abhält, Gottes Wort völlig zu verstehen. So the closer we come, the more we will begin to understand. Und je näher wir aber zum Ziel kommen, desto mehr werden wir verstehen. Okay, so anyway, we're not there yet, right? Und wir sind aber jetzt noch nicht da angekommen. But praise God, He has shown us so much, right? There's absolutely so much He has revealed to us, right? Aber wir können Gott preisen, er hat uns schon sehr viel gezeigt und sehr viel offenbart. And how glorious it will be when He shows us this revelation, right? Und wie herrlich es sein wird, wenn er uns dann diese Offenbarung zeigen kann. Okay, so just to continue on with some of these thoughts, Wenn wir jetzt einfach fortfahren mit diesen Gedanken hier, go to the first heading under the fiery trial. gehen wir zur ersten Überschrift, die feurige Prüfung. Now, let's just read. It says, in the typical service, only those who had come before God with confession and repentance and whose sins through the blood of the sin offering were transferred to the sanctuary had a part in the service on the Day of Atonement. Right? So, all the parables, right, they're pointing down to this point. Wir haben jetzt hier bis zur Mitte des Zitats gelesen. Alle Gleichnisse, die weisen hinab bis zu diesem Punkt. 2 men went up to the temple to pray. 2 Menschen kamen hinauf zum Tempel, um dort zu beten. Okay, it's the Day of Atonement, right? Das ist der Versöhnungstag. Okay. It says, so, in the great day of final atonement and investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God. Right? There's many professors, right? Also es gibt dort viele Bekenner. And here it will be seen if you're a professor or if you're really receiving and searching after Christ, right? Hier wird es dann gesehen werden, ob du einfach nur jemand bist, der das bekennt alles, oder ob du wirklich nach Christus suchst. Okay. The judgment of the wicked is a distinct and separate work, right? Das Gericht an den Bösen ist ein unterschiedliches und getrenntes Werk. And takes place at a later period. Judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel? Okay, so Sister White takes this verse in 1 Peter 4:17 and marks it at the investigative judgment, right? Also Ellen White nimmt hier diesen Vers aus 1. Petrus 4, Vers 17 und markiert den hier am Untersuchungsgericht. So let's go to 1 Peter chapter 4 and remind ourselves of these points. Gehen wir jetzt also zu 1. Petrus 4 und lasst uns an diese Punkte nochmal zurückerinnern. Let's begin in verse 12. Und wir fangen in Vers 12 an. It says, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. So what's to try us? Was soll uns prüfen? A fiery trial, right? Eine feurige Prüfung. As though some strange thing happened unto you. So why should it
Why should it not be strange? Also warum sollte das nicht fremdartig für uns sein? Yeah, because all the stories of the Bible point to it, Weil right? alle Geschichten der Bibel darauf hingewiesen So haben. what we're reading, all the stories of the Bible meet and end in the Revelation, Weil right? alle Bücher der Bibel, die treffen sich und enden im Buch Offenbarung. And when you look in the book of Revelation, what's all the symbolism about? Und wenn man im Buch Offenbarung nachliest, worum geht es dort in dieser ganzen Symbolik? Yeah, the sanctuary symbolism, right? On the Day of Atonement, right? Also es ist Heiligtumssymbolik dort am Versöhnungstag. So it shouldn't be any surprise to us when this trial comes, right? Deswegen sollte keine Überraschung für uns sein, wenn diese Prüfung dann über uns kommt. It says, "But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings." Now, where else does it tell us to do that very same thing? Also im Vers 13, wo sagt es uns ebenso genau das hier zu tun? Yes, in Matthew. Just turn in your Bibles, go to Matthew. In Matthäus 5. Lass uns da hingehen in unserer Bibel. Matthäus 5. Let's go to verse 10. Matthäus 5 und dann Vers 10. It says, "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Now Christ, when he spoke the parables, what did he say? Christus, als er die Gleichnisse sprach, was hat er gesagt? Yes, always talking about the kingdom of heaven, right? Er hat immer über das Königreich des Himmels geredet. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Bis Vers 12. So where's this point of persecution referring to? Also worauf weist diese Zeit der Verfolgung hin? This final test, right? Diesen finalen Test hier. That's why we know that the Mount of Blessing is all these things are referring to this test, Deswegen right? wissen wir, dieser Berg der Seligpreisung weist alles hier auf diesen finalen Test hin. Christ only spoke in parables, right? Christus hat immer nur in Gleichnissen gesprochen. Okay. So it says, Sag weiter jetzt in den Notizen. verse 14, 1. Petrus 4, Vers 14. "If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters." Okay, so another way would be, don't suffer as a Pharisee, right? Bis Vers 15 haben wir gelesen. Also eine andere Art und Weise, das auszudrücken hier, wäre, leide nicht als ein Pharisäer. Okay, because then you're doing everything in your own strength, right? Weil da tust du nämlich alles in eigener Kraft. "Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him be glorified, let him glorify God on this behalf. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin of us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?" Bis Vers 18. Okay, so this trial, the investigative judgment, what sort of trial is it? Also diese Prüfung hier, dieses Untersuchungsgericht, was für eine Art Prüfung ist das? It's a fiery trial, Das ist eine right? feurige Prüfung. Okay, so go to Zechariah chapter 3 and verse 1. Jetzt gehen wir zu Sacharja Kapitel 3, Vers 1. And verse 1, it says, "Showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him." Where is Joshua? Also wo ist hier Josua? That's not helpful. He's in the temple is the answer, right? Also er ist im Tempel, richtig? Right. Joshua is the high priest and he's in the temple, right? Josua ist der Hohepriester und er ist im Tempel. Right. So which day is it? Deswegen welcher Tag ist es? The Day of Atonement, right? Der Versöhnungstag. "And the Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord
that hath chosen Jerusalem rebuke thee? Is not this a brand plucked out of the fire? Bis Vers 2. So where are we on the Day of Atonement? Also wo sind wir hier am Versöhnungstag? Yes, but okay. Das ist eine I'm feurige asking Prüfung, where, ja. where Aber on es- the Day of Atonement? Ich habe jetzt hier gefragt, Not what is it? wo am Versöhnungstag sind wir hier? At the end. Am Ende. It's marked the point Christ is now rebuking Satan, Das right? markiert hier den Punkt, wo Christus den Satan jetzt tadelt und Okay. scheltet. And he's plucking him. He's saying this brand has been plucked out of the fire, right? Und er sagt, dieser Brandscheit ist hier aus dem Feuer gerissen. Okay, and just let's go to this first quote. Lass uns zum ersten Zitat gehen. I think the first, no, second quote, sorry. We already read a quote. It says, Zechariah's vision of Joshua and the angel applies with peculiar force to the experience of God's people in the closing scenes of the Great Day of Atonement. Which scenes? Also welche Szene? The closing scenes, right? Right at the end. Abschlussszenen, also ganz am Ende. The remnant church will then be brought into great trial and distress. What sort of experience? Also was für eine Art von Erfahrung? Trial and distress, right? Also Prüfung und Drangsal. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus will feel the ire of the dragon and his hosts. Satan numbers the world as his subjects. He has gained control even of many professing Christians. Professing Christians, so where are we? Also bekennende Christen, wo sind wir? Only those that are professed Christians, right? Das sind nur diejenigen, die vorgegebene oder bekennende Christen sind. So it's speaking about people that are taking place in the Day of Atonement, right? Es spricht also über Leute, die am Versöhnungstag teilnehmen. Okay, because I already explained to us who it represents, right? Weil es erklärt uns ja hier bereits, wen es darstellt. But here is a little company who are resisting his supremacy. If he could blot them from the earth, his triumph would be complete. As he influenced the heathen nations to destroy Israel, so in the near future he will stir up the wicked powers of earth to destroy the people of God. So what are they facing, or what is Joshua facing? Also womit kommen sie hier ins Angesicht oder womit kommt Josua hier ins Angesicht? Death. Satan wants to destroy him, right? Den Tod. Satan möchte ihn zerstören. Men will be required to render obedience to human edicts in violation of the divine law. So the story of Joshua represents the closing scenes of the Sunday law crisis, Also wir right? sehen hier die Geschichte von Josua repräsentiert also die Abschlussszene der Sonntagsgesetzkrise. Okay, because it's the image of the beast test where you're sealed, right? Das ist ja der Bild des Tieres-Test, wo du versiegelt wirst. Those who are true to God will be menaced, denounced, proscribed. They will be betrayed both by parents and brethren and kinsfolk and friends, even unto death. Where's she quoting? Also wo zitiert sie das jetzt? Woher zitiert sie? Luke 21, those specific verses that refer to this final test, Das ist right? Lukas 21, das sind diese bestimmten Verse, die über diesen Test hier sprechen. Their only hope is in the mercy of God. Their only defense will be prayer, as Joshua pleaded before the angel. So the remnant church with brokenness of heart. What sort of condition will their heart be? In welcher Zustand wird ihr Herz sein? Broken. Wird zerbrochen sein. And this is why Christ rebukes Satan, right? Deswegen tadelt Christus dann auch den Satan. Because a broken and contrite spirit is what's acceptable to him, right? Weil ein zerbrochener und zermürbter Geist, der ist akzeptabel für ihn. That's the sacrifice that he wants, right? Das ist das Opfer, was er haben möchte. It says, so the remnant church with brokenness of heart and unfaltering faith will plead for pardon and deliverance through Jesus, their advocate. He's their advocate in the Day of Atonement, right? Christus ist ihr Fürsprecher im Versöhnungstag. They are fully conscious of their sinfulness of their life. So, if they're fully conscious, who are they? Also wenn sie ihnen das völlig bewusst ist, wo sind sie?
Think of something from the Bible. Somebody that's fully conscious of their sins. Also denkt an eine There's Darstellung two aus der groups. Bibel. Jemand, dem es völlig bewusst ist, wie er ist. Yes, Oder wie seine Sünden sind. the lost sheep. Because the lost coin is not aware of his condition. This is the point, right? Das verlorene Schaf, weil die verlorene Münze weiß seinen Zustand nicht. See, the lost coin is this, because remember, the straight testimony comes, you're increased with goods, you're rich and increased with goods and in need of nothing. You don't realize you need anything, right? Also zur verlorenen Münze kommt ja diese Botschaft, du bist reich und reich geworden und du hast kein Bedürfnis. Das ist dieses geradlinige Zeugnis. Sie brauchen einfach nichts oder fühlen nicht, dass sie etwas brauchen. Und das ist der Pharisäer. But the lost sheep is somebody who realizes he's lost, right? Das verlorene Schaf ist jemand, der erkennt, dass er verloren ist. And cries out to the Lord, Lord, help me, right? Und er ruft zum Herrn und sagt, Herr, rette mich. They're the two classes, right? Das sind die zwei Klassen. And so it says that they are fully conscious of the sinfulness of their lives. They see their weakness and unworthiness, and they are ready to despair, right? Okay, that will be your experience, right? Das ist deine Erfahrung. If you realize your need, right? Wenn du deine Bedürftigkeit erkennst. If you deceive yourself that you're far better than you really are, you will be like the Pharisee. Und wenn du dich selbst täuscht, dass du viel besser bist, als du eigentlich bist, dann wirst du dieser Pharisäer sein. So let's go to Luke 21, where she's quoting. Gehen wir jetzt zu Lukas 21, wovon sie zitiert hat. In verse 11. Dann fangen wir in Vers 11 an. It says, and great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilence and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. But before all these they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. So what must you do? Also bis Vers 12, was musst du tun? I'm asking based on what we've already read. Ich frage basierend auf dem, was wir schon jetzt hier gelesen haben. Rejoice is the answer, right? Du sollst dich freuen, dass Did we wir not die read Antwort. it 2 times? Haben wir das nicht zweimal schon gelesen? When they deliver you up, when the fiery trial comes, rejoice, right? Wenn sie dich ausliefern, wenn die feurige Prüfung kommt, dann sollst du dich freuen. I don't know how you're going to rejoice in that, but it says to rejoice, right? Ich weiß zwar nicht, wie man das schaffen kann, sich da in dieser Zeit zu freuen, aber es sagt zumindest, du sollst dich freuen. I don't understand that, but it says it. So we must have this. The Lord will give us grace, right? If you believe it. Ich weiß zwar nicht, wie das möglich ist, aber der Herr wird uns die Gnade geben dazu, wenn wir daran glauben. So before the shaking of the heavens and the earth, right? Und sagt hier vor der Erschütterung des Himmels und Erde, richtig? It says, and it shall turn to you for a testimony. Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer. For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. And ye shall be betrayed both by parents and brethren and kinsfolk and friends, and some of you they shall cause to be put to death. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but there shall not a hair of your head perish. Where does that verse there in verse 18 take your minds to? Das ist Vers 18, also wo bringt sich dieser Vers hier gedanklich hin? The fiery furnace, right? Das feurigen Ofen, Which is in the book of Daniel, right? worüber man ja im Buch Daniel liest. And what is Daniel in relation to what we are discussing? Was ist Daniel in Bezug auf das, was wir hier gerade besprechen? Yes, it's the parable, but it's the revelation is the revelation of
of Daniel, right? Die Offenbarung ist die Offenbarung vom Buch Daniel. So the revelation is the revelation of this great parable in Daniel, right? Deswegen die Offenbarung ist die Offenbarung dieses großen Gleichnisses aus dem Buch Daniel. Okay, so it's referring you to this great parable, right? This fiery furnace, right? Deswegen dieser feurige Ofen weist dich auf dieses große Gleichnis hin. Okay, so go down to Matthew 10. Gehen wir zu Matthäus 10. We read this yesterday. Und das haben wir gestern schon gelesen. It says, But beware of men, Vers 17. for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues, and ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony, and against them and the Gentiles. So against the people that deliver you up, and against the Gentiles, Das right? ist Vers 18. Also ist ein Zeugnis gegen diejenigen, die dich ausgeliefert haben und gegen die Heiden. First the Jew, then the Gentile, right? Zuerst die Juden, dann der Heide. You'll see this. It says, But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. This is just what we read in Luke 21, right? Und das ist ja, was wir gerade schon in Lukas 21 gelesen haben. Yes. Don't meditate on what you shall speak, right? Denk nicht drüber nach, was du sprechen wirst. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you, and the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Bis Right? Vers 22. Okay, so you've also talking about this end here, right? Jetzt spricht er mal dann hier über dieses Ende hier. This is where you've got to endure to, right? Bis hierhin musst du aushalten, ausharren. Okay, so let's go to Daniel chapter 3. Gehen wir jetzt zu Daniel Kapitel 3. Verse 8. Und Vers 8. It says, Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshippeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. Do we see the relation of all these stories? Bis Vers 11 können wir den Zusammenhang all dieser Geschichten sehen. Because we read in the story of Zechariah that Satan wanted them to bow down to the precepts of men, right? Wir haben ja in der Geschichte von Sacharja gelesen, dass Satan wollte, dass sie sich vor diesen Menschengeboten niederbeugen. Zechariah was delivered from that fiery trial, Und right? Sacharja wurde dann aus dieser feurigen Prüfung befreit. Okay. Joshua, Joshua, yes. also Josua in Yes. Sacharja. And verse 12. Und jetzt weiter in Daniel 3, Vers 12. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. We know the golden image is the Sunday law. Und wir wissen, das goldene Standbild ist das Sonntagsgesetz. Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Go to verse 16. Jetzt gehen wir zu Vers 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego,
and to cast them into the burning fiery furnace. Bis Right. Vers 20. So we have this fiery trial, right? Also wir haben jetzt hier diese feurige Prüfung. And yesterday we were looking at Isaiah, right? Holy, 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 Dann right? haben wir uns Jesaja angeschaut, heilig, heilig, heilig. And we saw that when he says, "Come up hither," right? The two witnesses, Und wir haben gesehen, dass wenn es sagt, komm hier rauf, die 2 Zeugen zum Beispiel, you go to Revelation 4, and you see the throne being set, saying, "Come up hither," and you have a similar illustration, right? und man in Offenbarung 4 sehen, am Anfang kam auch die Stimme und hat zu Johannes gesagt, komm hier rauf, und der Thron wurde aufgerichtet und eine ähnliche Darstellung war dann zu sehen. Now we read that in Zechariah chapter 3, it was the closing scenes of the Day of Atonement, right? Und wir haben in Sacharja 3 gelesen, dass es sich dort um die Abschlussszenen des großen Versöhnungstages handelte. Okay, and at that point he was delivered from his fiery trial, right? Und an diesem Punkt wurde er von seiner feurigen Prüfung befreit. Okay, and you can see here, right, that here they come and threaten you. They bring a death decree against you here, right? Hier kommen sie und bringen dieses Todesdekret gegen dich. But if you bring in Daniel 10 or Luther, they ask for time, right? Wenn du Daniel 10 oder Luther, Daniel 2 oder Luther reinbringst, dann fragen sie hier für Zeit. However, in this story that gives you more information, you see that the king's asking them questions, but then he leads to a point where he actually physically throws them into the fire, right? In Daniel 3 gibt es uns noch zusätzliche Informationen. Der König stellt hier Fragen und das bringt dich zu einem Punkt, wo er sie dann physisch wirklich in dieses Feuer reinschmeißt. So the actual fiery trial itself is the closing scenes of the Day of Atonement, right? Deswegen diese feurige Prüfung an sich ist eigentlich diese Abschlussszenen des großen Versöhnungstages. Right? Richtig? Okay, and let's read on, right? Lass uns weiterlesen. It says, verse 21. Vers 21. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and says, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. So what happened Bis Vers 25. in here? Also was passiert in hier? Yeah, Christ revealed himself, right? Christus hat sich hier offenbart. Okay, and this is what we need to see. The revelation comes right at the end, Die right? Offenbarung kommt hier ganz am Ende. Because when this trial comes and you're asking for time, right? What are you doing in that time? Und wenn diese Prüfung kommt und du um Zeit bittest, was tust du in dieser Zeit? You're sighing and crying because, for instance, in Wenn du weinst und wehklagst, the shaking vision, what does it illustrate? in der Erschütterungsvision, was illustriert das? Lots of evil angels surrounding your mind, right? Da gibt es viele böse Engel, die deinen Verstand umlagern. But those that keep sighing and crying, what happens? Aber diejenigen, die weinen und wehklagen und das fortsetzen, was passiert mit denen? Yeah, light comes to them, right? Licht kommt zu ihnen. Okay, and you have to keep going until the full light comes, right? Du musst einfach weitergehen, bis dann das volle Licht kommt. The full light, the revelation of Christ is what's going to deliver you, right? Und das volle Licht, die Offenbarung Jesu Christi, ist das, was dich befreien wird. Because it's only the revelation of Christ that leads you to be humbled in the dust, Dass right? es nur die Offenbarung Jesu Christi sein wird, die dich in den Staub legen wird. And what I want, and I also got reminded about this yesterday, that this is where Isaiah saw Christ, right? Und ich bin auch gestern nochmal daran erinnert worden, dass es ja hier dann ist, wo Jesaja Christus sah. Okay, this is where it would be this. He actually sees
Christ and is humbled in the dust. Wo er Christus dann sieht und in den Staub gelegt wird oder gedemütigt. Okay, so here you sigh and cry, right? Also hier ist es, wo du dann weinst und wehklagst. That's what Luther did. He stands before the king. He says, "Give me time," Das right? ist, was Luther getan hat, wo er vor dem König stand und gesagt hat, gib mir Zeit. And he went and he was doing this, right? Er ist gekommen und hat dann dieses Werk hier getan. Until the peace of the Lord entered into his heart, right? Bis dann der Friede des Herrn in sein Herz eintrat. In Daniel 2, they sought the Lord for light to understand the vision, right? Auch in Daniel 2 haben sie den Herrn um Licht ersucht, um die Vision dann zu verstehen. And by the time they got to the end, right, they understood the vision, Und right? als sie dann hier am Ende angekommen sind, haben sie die Vision verstanden. Okay. So go to Malachi chapter 3. Gehen wir jetzt zu Maleachi 3. Ab Vers 1. Because when they're in the fiery furnace, Christ suddenly appeared to them, right? Denn als sie im Feuerofen waren, hat sich Christus ihnen ja plötzlich offenbart, ist ihnen plötzlich erschienen. Right? Stimmt's? Okay, when they got thrown in that fiery furnace, he immediately delivered them, right? Als sie in den Feuerofen geworfen hat Christus sie sofort befreit. Okay, so in Malachi chapter 3 and verse 1. Maleachi 3, Vers 1. Behold, I will send my messenger, he shall prepare the way before me, and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple. Even the messenger of the covenant, whom ye delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he what? Appeareth, right? Vers 2, also wenn er erscheint. So did he suddenly appear to those three worthies in the fiery furnace? Ist er plötzlich zu diesen 3 Würdenträgern dort im Feuerofen erschienen. Yes, right? Ja. For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. What's he like? Wie ist er? Like a refiner's fire, Wie right? ein Feuer eines Schmelzers. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord. Okay? As in the days of old, as in former years. Bis Vers 4. So, when he appears, he's like a refiner's fire. Also Right? wenn er erscheint, dann ist er wie ein Feuer eines Schmelzers. Hence, when they get thrown in the fiery furnace, immediately Christ appears to them, right? Deswegen, sobald sie in den Feuerofen geworfen werden, sofort erscheint Christus ihnen. Remember Isaiah standing Isaiah's between the porch and the altar, right? Denkt an Jesaja, er stand zwischen der Säulenhalle und dem Altar. So who is Isaiah? Wer ist also Jesaja? We're talking about principle. He knows that Isaiah represents something before, but it's the same principle. Wir sprechen jetzt über das Prinzip, weil wir wissen, Jesaja ist eigentlich Feuer auf der Linie, aber das Prinzip. Okay, thank you. He was weeping between the porch and the altar, Es right? stellt diejenigen dar, die im Buch Joel erwähnt sind, die zwischen Säulenhalle und Altar geweint und gewehklagt haben. Isaiah and Ezekiel is the same, right? Und Jesaja und Hesekiel ist ja dasselbe. What's Ezekiel called? Und wie wurde Hesekiel genannt? The mourning prophet, right? Der wehklagende Prophet. He was sighing and crying up until the time he got the revelation, Er right? hat geseufzt und geweint, bis er dann die Offenbarung bekommen hat. When does the Lord deliver his people? Wann befreit der Herr sein Volk? At midnight, it says. Zur Mitternacht, Okay, 5th day of the 4th month, right? 5. Tag des 4. Monats. Okay, he reveals himself, right? Er offenbart sich dann uns. Okay, so it says the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple. Sagt ihr den Herrn, den ihr sucht, der kommt plötzlich zu seinem Tempel. It's right at the last moment where it seems like it's impossible, like you're doomed, where he will deliver you, right? Das ist genau im letzten Moment, wo es erscheint, dass es unmöglich ist und dass du eigentlich verdammt bist, dann kommt er und befreit dich. Okay, go to Ezekiel chapter 9.
maybe also this point that 2 men went up to the temple to pray, and he comes suddenly to the temple. This link. Yes, what's your point with that? You are in the temple, and then he comes suddenly to the temple. Just link. See, to come up to pray to the temple. Yes. They are in the temple, and he comes into the temple. Yes. I mean, yes, that's what I'm saying. That this point is here, you're already in the temple because where are you to sigh and cry? Also es sagt ja, zwei kommen auch zum Tempel und dann kommt er in den Tempel. Und hier bist du also ja schon im Tempel. Wo sollst du nämlich weinen und wehklagen? Between the porch and the altar, Zwischen right? der Säulenhalle und dem Altar. Okay, that's where they are. So this is between the porch Das ist, wo du bist. and the altar, right? Also zwischen der Säulenhalle und dem Altar. Okay, so the Lord appears to you, right? Suddenly appears to you, and that's where you're laid in the dust, right? Der Herr kommt dann plötzlich und er erscheint dir und dann wirst du in den Staub gelegt. Okay. So go to Ezekiel 9 and verse 4. Jetzt gehen wir zu Ezekiel 9, Vers 4. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Right? So, they're sealing, right? Sie versiegeln hier, richtig? What is the seal? Und was ist das Siegel? It's the latter rain, right? Das ist der Spätregen. It's the revelation, right? Das ist die Offenbarung. You can't, it's the blotting out of your sin, right? Das ist das Austilgen deiner Sünde. You can't have your sin blotted out till Christ enters into the temple, right? Du kannst deine Sünde nicht ausgetilgt bekommen bis zu dem Punkt, wo Christus in den Tempel eingetreten ist. Right? Because on the day of the Day of Atonement begins, it's not, he doesn't immediately go into the temple and start blotting out the sin. Wenn Right? der Versöhnungstag anfängt, dann geht er nicht sofort in den Tempel und fängt an, deine Sünden auszutilgen. Okay, but on the Day of Atonement, you are to begin to sigh and cry, and then at some point, the high priest, once he's finished the bits and pieces, he will enter into that temple to sprinkle the blood to cleanse it, right? Und, wenn der Versöhnungstag anfängt, dann musst du weinen und wehklagen. Und dann kommt irgendwann der Hohepriester in den Tempel hinein, um dann dieses Blut dort zu besprengen oder zu sprengen, um dann die Sünden zu reinigen. How many times does he sprinkle the blood? Und wie oft sprinkelt er das Blut? 7 times. 7 Mal. How many times did he heat the fire? Wie viel heißer wurde der Feuerofen gemacht? 7 Mal heißer. It's this fire that's going to purge. It's through the blood of sprinkling, Das right? ist dieses Feuer, was dich reinigen wird durch das Blut der Besprengung. Okay, it says, Sag weiter. and then it says, and to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. Where are they? Bis Vers 6. Wo waren sie? Between the porch and the altar, right? Zwischen Säulenhalle und dem Altar. But their backs are towards the sanctuary and they're facing the other way, right? Aber ihre Rücken waren, oder sie waren rückwärts gewandt zum Heiligtum und haben zur anderen Seite da die Sonne angebetet. Okay, so here's where the sealing is taking place, right? Also hier findet diese Versiegelung statt, richtig? Yes? When the Lord enters the temple, he sprinkles the blood. Wenn der Herr den Tempel betritt, dann besprengt er dort das Blut. It's the revelation, Das ist die Offenbarung. right? And then they go, it says, Go ye after him, right? Dann sagt es in Vers 5, geht nach ihm nach. Okay, Geht ihm nach. what was this happening in history? What event was it? Und welches Ereignis war das geschichtlich gesehen? The destruction of Jerusalem, Die right? Zerstörung Jerusalems. And in chapter 11, what happened? Und in Hesekiel Kapitel 11, was ist da passiert? The glory
departed, right? Da ist die Herrlichkeit, dieses Shekinah der Herrlichkeit vom Tempel weggegangen. Holy, 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 the whole earth is full of his glory, right? Heilig, 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 die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. So all those that receive the seal, they now are filled with the glory of Christ. They represent him, right? All diejenigen, die hier das Siegel Gottes erhalten, die sind jetzt mit der Herrlichkeit Christi erfüllt und sie repräsentieren ihn jetzt. But the others, the glory departs from them, Aber right? von den anderen, da was ist das Wort? Verlässt die Herrlichkeit sie. Okay. So where did Christ now go? Wo ist Christus jetzt hingegangen? He went to the Gentiles, right? Dann ist er zu dem Ölberg gegangen, zu den Heiden. Okay. So, okay, go to the next quote, which is part of the quote in regards to Joshua, the high priest, which we read already. Das nächste Zitat, das ist jetzt in Bezug auf Josua, den Hohepriester, was wir auch schon bereits gelesen haben. It says, in the time of the end, the people of God will sigh and cry for the abominations done in the land. Where's that referenced? Worauf nimmt das jetzt hier Bezug? Ezekiel 9, we just read it, right? Ezekiel 9, das, was wir gerade gelesen haben. With tears, they will warn the wicked of their danger in trampling upon the divine law, and with unutterable sorrow, they will humble themselves before the Lord in penitence. The wicked will mock their sorrow and ridicule their solemn appeals. But the anguish and humiliation of God's people is unmistakable evidence that they are regaining the strength and nobility of character lost in consequence of sin. So this will be your experience here, right? Also das wird deine Erfahrung hier drin sein. They will Richtig? be mocking you, saying, that's false, and etc. etc. Sie werden dich verspotten, werden sagen, das ist alles falsch und so weiter und so fort. It is because they are drawing nearer to Christ, because their eyes are fixed on his perfect purity, that they discern so clearly the exceeding sinfulness of sin. That's when he reveals himself, right? Und das ist ja dann, wenn er sich dir offenbart. Okay. Meekness and lowliness are the conditions of success and victory. A crown of glory awaits those who bow at the foot of the cross. That's when you're laid in the dust, right? Also das ist, wenn du in den Staub gelegt wirst. Okay, so you can see it's progressive. It's always progressive, leading you down to the end, right? Das ist also fortschreiten und das führt dich dann hier hinab zum Ende. Okay, now go back to, or now go to the next heading, the deliverance. Jetzt gehen wir zur nächsten Überschrift, die Befreiung. In Daniel 2, Daniel 2, verse 17. Vers 17. It says, Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah's companions, that they would desire what? Mercies. Dass sie Well, was they've already asked for ersuchen. time. Sie ersuchen hier in Vers 18 Barmherzigkeit oder Erbarmen. That they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret. Now, when does the Lord give you mercy? Und wann gibt der Herr dir Erbarmen? When he passes by, right? Ja, wenn er an dir vorüberzieht. Where does he sprinkle that blood? Wo sprenkelt er das Blut? I just asked a question. On the mercy seat is the answer, right? Auf dem Gnadenstuhl. Right? Richtig? That's the whole point. Is this? These things are symbolic, right? Das ist symbolisch. Okay. It says, they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret, right? So they understood that the only way that they could obtain mercy or be free from this what's come upon them was by understanding the secret, right? Also sie haben verstanden, dass die einzige Möglichkeit, wie sie befreit werden konnten aus der Situation ist, indem sie dieses Geheimnis verstehen würden. Which is the revelation, Und right? das ist dann durch die Offenbarung. Which is the light from heaven that's going to enter into your heart. Und das right? ist das Licht aus dem Himmel, was dann in dein Herz einkehren wird. It says that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret
that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Right? So where was it revealed? Vers 19, wo ist es dann offenbart worden? Here, right? Hier drin. So this would be revealed to him when this night vision would be like the fiery trial for him, right? Deswegen diese Nachtvision wäre dann wie diese feurige Prüfung hier. Okay. Then Daniel blessed the God of heaven, right? Dann hat Daniel den Gott des Himmels gesegnet. Because we read in 1 Peter, think it not strange this fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice, for when his glory shall be revealed, right? Wir haben in 1. Petrus 4 gelesen, dass wenn diese feurige Prüfung über dich kommt, dann denke nicht, dass das etwas Fremdartiges ist, sondern freue dich, denn wenn seine Herrlichkeit offenbart wird. Because when you understand this illustration, when we're going through this, we are just waiting for him to come and reveal himself, right? Wir müssen verstehen, dass wenn wir in diese Erfahrung eintreten und durch dieses Werk gehen, dann warten wir nur darauf, dass er kommt und sich uns offenbart. Can we be confident that he will do that? Können wir Vertrauen darin haben, dass er das tun wird? Was Daniel confident? Ja, war Daniel, hatte er Zuversicht. There is a God in heaven that revealeth secrets, Ja, er right? hat gesagt, da gibt es einen Gott im Himmel, der Geheimnis offenbart. So all those illustrations are speaking about us, right? Deswegen alle diese Darstellungen, die sprechen ja über uns. Therefore, can we be confident that he will reveal the secret? Können wir deswegen Zuversicht haben, dass er auch uns das Geheimnis offenbaren wird? Yes, if. Ja, wenn. If we do this, right? Wenn wir dieses Werk hier tun. Okay. Go to, now, the secret was revealed to Daniel in a night vision, Also das right? Geheimnis wurde Daniel in einer Nachtvision offenbart. Let's go to Daniel chapter 7 and see what was revealed to him. Jetzt gehen wir zu Daniel 7, um zu zeigen, was ihm offenbart wurde. It says, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Same illustration, right? Selbe Darstellung, richtig? Then he wrote the dream and told the sum of the matters. And I say same illustration prophetically, line upon line, right? Ich sage deswegen selbe Illustration, weil es prophetisch gesehen Linie auf Linie dasselbe ist. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea, and four great beasts came up from the sea. Das ist Vers 3. Okay, so Daniel is being given an understanding of the parable, Also right? Daniel, ihm wird jetzt ein Verständnis des Gleichnisses gegeben. Remember Daniel 2, when he's standing before the king here, he's telling him that he's this head of gold and he's about to fall, right? Daniel 2, wenn Daniel jetzt hier vor dem König steht, sagt er ihm, du bist dieses Haupt aus Gold und du wirst bald hier fallen. Okay, because Daniel 2 is referencing Babylon, Medo-Persia, Greece, and then during the 7 last plagues, Rome, right? Daniel 2 spricht er hier über Babylon, Medo-Persien, Griechenland und dann in den 7 letzten Plagen ist es Rom. Because Rome is where Christ is going to physically come at the end of the 7th plague, right? Weil in Rom ist ja die Zeit, wo Christus dann physisch kommt, am Ende der 7. Plage, Where he's going to destroy Babylon, wo er right? dann Babylon zerstören wird. Yes? Stimmt's? Okay, but so Daniel has the same vision that Nebuchadnezzar had in Daniel chapter 2, Also right? Daniel hat dann hier dieselbe Vision, die Nebukadnezar hatte in Daniel Kapitel 2. Right? Stimmt's? But it illustrates the Sunday law, right? Aber sie illustriert hier das Sonntagsgesetz. Okay, because you have this lion, Und man hat dort den Löwen, bear, den Bären, leopard, den Leoparden, and then you have this dragon, terrible beast. und dann hat man dieses schreckliche Tier oder diesen Drachen. Okay, and we know that although it's the same
vision, it is representing the Sunday law. It's just the same thing on a smaller fractal, Wir right? wissen, dass auch wenn das dieselbe Vision ist, zeigt es letztendlich dieselben Königreiche auf einem kleineren Fraktal hier im Sonntagsgesetz auf. Okay, Scott, do me a favor. Would grab my power. Seems my laptop's low on power. Thanks. So how do we know that? How do we know that the vision that Daniel has is representing the Sunday law and not the same as what Nebuchadnezzar saw in Daniel chapter? Also wie können wir wissen, dass die Vision hier aus Daniel 7 das Sonntagsgesetz darstellt und nicht dieselbe Darstellung der Königreiche wie in Daniel 2? Zum Beispiel auf Offenbarung 13. That's not. The Sunday law to the deadly wound. It's for these four Yes, okay, Also but Sonntagsgesetz, ja. people could make arguments that the deadly wound's only typifying when Christ comes and destroys them. it says it's healed. Yeah, but it doesn't matter. It's still typifying it, but it's not really. It's not a conclusive. No, could it, yeah, it's down. Offenbarung 13 wurde vorgeschlagen, ja, dass man da sieht, wenn die Todeswunde geheilt wird, bis, was dann das Sonntagsgesetz ist, bis wie die Todeswunde wieder zugefügt wird. Da werden diese 4 Königreiche erwähnt. I'm not saying you're wrong, but it's not the conclusive argument Das ist, that would prove this point. Das ist natürlich nicht verkehrt, aber es ist nicht unbedingt sozusagen das Totschlagargument, um diesen Punkt zu belegen. Daniel 8 is the ultimate Persia that combines the lion and the bear. Oh, okay, right. So Wenn man Daniel 8 hinzufügt, da hat man Medo-Persien und das verbindet den Löwen und den Bären als ein We'll König. come to it in a minute. The point is, the lion and the bear is one kingdom, right? Der Punkt ist nämlich, dass wir den Löwen und den Bären als ein Königreich verstehen. And like we see when you go to Daniel 8, this kingdom rises up and destroys this kingdom, right? In Daniel 8 sieht man ja auch, dass dieses Königreich dann aufkommt und dieses Königreich hier dann zerstört. Whereas this represents one kingdom, right? Wohingegen das hier ein Königreich darstellt. It goes through phases of gold, silver, bronze, and finally iron, where your conscience is sealed, Es geht right? durch diese Phasen von Gold, Silber, Bronze und dann Eisen, wo man dann letztendgültig versiegelt ist in der Verdammnis. Okay, whereas this one shows that these two is the northern kingdom and this one is the southern kingdom, Und right? in dieser Darstellung kann man dann sehen, dass diese beiden hier das Nordreich darstellen und das hier das Südreich. So you can understand that because it's the revelation that Daniel's receiving, right? Und das ist ja auch die Offenbarung, die Daniel bekommen hat. What is the revelation? Und was ist die Offenbarung? What is the revelation that Daniel receives? Was ist die Offenbarung, die Daniel erhalten hat? Battle between the king of the north and the king of the south. Right, the revelation is Daniel chapter 11, Das right? ist der Kampf zwischen König des Nordens, König des Südens, nämlich Daniel Kapitel 11. And Daniel 11 is about a war between two powers within the final kingdom, Und right? Daniel 11 spricht ja von diesem Krieg, von diesen 2 Mächten innerhalb dieses letzten Königreichs. Therefore, the revelation that Daniel receives is the war between the north and the south, So right? die Offenbarung, die Daniel erhält, ist dieser Krieg zwischen Nord und Süd. Which takes place in the Sunday law time period, right? Und der findet innerhalb der Sonntagsgesetzzeit statt. So you have north, south, and then north, right? Man hat hier Norden, Süden und dann wieder der Norden. Everybody follow? Kann jeder folgen. Whereas this is just an illustration of the final kingdom and its phases that it goes through, getting harder and harder down to the second coming of Christ. Gegen Right? diese Darstellung hier dann nur eine Darstellung des finalen Königreiches ist, wie es durch diese Phasen geht, wo es immer härter wird und härter wird, bis Christus letztendlich kommt. Okay, and if we go to Revelation, no, we didn't read all that, did we? Daniel 7 and verse 2, No, we read. we did? Okay, go to Revelation 13, verse 1. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 13, ab Vers 1. And now you bring Revelation 13, now it just gives you more evidence to lay on top, Nachdem right? wir das alles an Platz gesetzt haben, jetzt können wir Offenbarung 13 hineinbringen
um noch mehr Beweis dafür geben zu können. Okay, and it says, I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the what? See. The sea, right? Same as Daniel 7, right? Having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power, seat, and great authority. I saw one of his heads as it were wounded to death, and the deadly wound was healed. Bis Right? Vers 3. So, we know that the deadly wound was in which point in time? Wir wissen, die Todeswunde war zu welchem Zeitpunkt? Yeah, the time of the end, right? 1798, die Zeit des Endes. The end of the 1260, right? Das Ende der 1260. Okay, that would be here, Und right? das wäre ja dann hier. We'll come to this point in a moment, right? Zu diesem Punkt kommen wir dann gleich. And because the point I'm making the argument to use, this deadly wound just typifies the deadly wound at the end of the 7th plague, Wir right? müssen verstehen, dass diese Todeswunde hier schattet hier nur die Todeswunde am Ende der 7. Plage voraus. Because will the deadly wound be healed? Denn wird die Todeswunde geheilt werden? Yeah, at the end of the, Yeah. the 1,000 years, right? Am Ende der 1000 Jahre. And they'll all come back together again, right? Da kommen sie nämlich alle noch einmal zusammen. Ja, oder zusammen kommen sie da. You get my point? Oh, okay, Kannst right? du meinen Punkt nachvollziehen? Right. So, go to Daniel 8. Gehen wir jetzt zu Daniel 8, In the 3rd year of the reign, Vers 1. yes, in the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared to me at the first. It's the same vision, right? Dieselbe Vision. And I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I was at Shushan in the palace, which is the story of Esther, which is also to do with the Sunday law. Das ist in Susan im Palast, das ist die Geschichte von Esther, was auch über das Sonntagsgesetz spricht. Which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram, which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. Bis Vers 3. This is the Sunday law, right? Das ist das Sonntagsgesetz. These 2 horns. Diese 2 Hörner. The one that comes up last is the church power, right? Und diese Macht, die zuletzt aufkommt, ist diese Kirchenmacht. So you see both those visions Daniel has, whereas the Daniel 2 and Daniel 4 is what Nebuchadnezzar has, Wir right? sehen halt diese beiden Visionen 7 und 8 sind die Visionen, die Daniel gehabt hat, wohingegen Daniel 2 und Daniel 4 sind die Visionen, die Nebukadnezar gehabt hat. Okay, Nebuchadnezzar has the dream. He doesn't understand any of it, but Daniel's dreams are the revelation of that vision, right? Also Nebukadnezar hat diese Träume, er versteht sie nicht, aber Daniels Offenbarungen, die er erhält, sind dann die Erklärung für seine Träume. Okay, so go back to Daniel 7 Gehen wir zurück zu Daniel 7 in verse 9. und dann Vers 9. It says, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool, and his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. And this was Das ist Vers prefigured 10. on October 22nd, 1844, Und das ist am 22. Oktober 1844 vorausgeschattet worden. which is marking the closed door, Und das right? markiert die geschlossene Tür. Okay, so it was only typified, right? Und damals hat das ja nur vorausgeschattet. Okay, the actual investigative judgment prophetically would be finished at this point, right? Und das eigentliche Untersuchungsgericht, prophetisch gesehen, ist eigentlich dann abgeschlossen hier an diesem Punkt in Vers 10. Okay, so the Ancient of Days is also Christ, right? Also der Uralte in Tagen ist ja auch Christus, richtig? Okay, so verse 11. Dann Vers 11.
I beheld then because of the voice of the great words which the horns spake, I beheld even till the beast was slain and his body destroyed and given to the burning flame. So this is the punishment, right? Das ist jetzt die Bestrafung. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him, and there was given him dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. So Daniel now Bis Vers 14. just illustrates when Christ comes here and receives the kingdom. Also Right? Christus illustriert jetzt einfach, oder Daniel illustriert hier, wie Christus kommt und das Königreich erhält. Right? Richtig? Because when he receives the kingdom, he's receiving the point when everything's done, everything's made up. Und Right? wenn er das Königreich erhält, das markiert den Punkt, wo alles abgeschlossen ist und alles vervollständigt worden ist. Okay, so go to Revelation 11. We'll see this. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 11, da werden wir das sehen. Daniel and Revelation is one book. Right? Daniel und Offenbarung ist ein Buch. It says Vers 14. the second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. Where are we? Also wo sehen wir hier in Vers 14? Yeah, August 11, 84. Right? Am 11. August 1840. The whole earth is full of his glory. Die ganze Right? Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Okay, this is the people standing before the king now, filled with the Spirit, right? Das sind jetzt die Leute, die vor dem König stehen und gefüllt sind mit seiner Herrlichkeit, mit Gottes Herrlichkeit. So the second woe is past, marking where the two witnesses, that God's word is now lifted up before the whole world, right? Die zweite Wehe ist vorüber und jetzt sind die zwei Zeugen, also Gottes Wort, wird jetzt vor der ganzen Welt erhöht. Yes? I'm just bringing things together, line upon line. Richtig? Right? Ich bringe die Sachen einfach nur Linie auf Linie zusammen. And historically, that marks August the 11th, 84, when the second woe ends, right? Historisch gesehen markiert das hier den 11. August 1840, wo die zweite Wehe geendet hat. The third woe cometh Und die dritte Wehe, die kommt quickly. bald. And the third woe, right, is the punishment on Babylon, the 7 last plagues, right? Und die dritte Wehe ist die Bestrafung über Babylon, die 7 letzten Plagen. And then it says, verse 15, Und dann sagt es hier in Vers 15, the seventh angel sounded, right? That's the third woe, das ist die dritte Wehe. right here, third woe. Dritte Wehe. The seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Verse 18. Und jetzt Vers 18. And the nations were angry, and thy wrath is come. What's come? Was ist gekommen? His wrath, right? Sein Zorn. And the time of the dead that they should be judged, right? This began on October 22nd, right? Die Zeit, dass die Toten jetzt gerichtet werden, und das fing ja am 22. Oktober an. Okay, so October 22nd was typifying this point, Also right? der 22. Oktober hat diesen Punkt vorausgeschattet. And that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, unto the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. So here, the punishment coming upon those that destroyed the earth, which is the north, Also right? jetzt kommt die Bestrafung hier über diejenigen, die die Erde zerstört haben, und das war der Norden, der das gemacht hat. Okay, it's everybody, it's the kingdom of Babylon, right? Das sind ja letztendlich alle innerhalb des Königreichs von Babylon. Okay. And verse 19. In Vers 19. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings, and an earthquake and great hail, right? So there's an earthquake, right? Da gibt es dann noch ein Erdbeben. At the end of the second woe, what was there? Am Ende der zweiten Wehe, was war da? An earthquake, Auch right? ein Erdbeben. It's an earthquake when Christ went into died, and there was an earthquake when he was
resurrected, Es gab ein right? Erdbeben, als er gestorben ist, und es gab ein Erdbeben, als er auferstanden ist. Okay, so now go back to Luke 21. Jetzt gehen wir zurück zu Lukas 21. All I'm doing is bringing lots and lots of different stories together to show you and bring together all the pieces so that we can understand this hour, right? So alles, was ich tue, ich bringe hier ganz viele Geschichten zusammen aus der Bibel und möchte damit diese Stunde hier erklären, die hier dargestellt ist. Okay, so back to Luke 21, Gehen wir zurück zu Lukas 21, verse 20. Vers 20. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto, for these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days, for there shall be what? Distress. Where did we read there was going to be distress? Es wird es große Drangsal geben. Wo haben wir gelesen, dass es Drangsal gibt? No, that's what we're reading here, Margaret. Zechariah. The quote from, about Joshua the high priest, right? Also das Zitat über Josua, den Hohepriester. Okay. It says, there shall be great distress in the land and wrath upon this people. Where do we see the wrath upon the people? Und wo sehen wir diesen Zorn, der über das Volk kommt? Come on. No, you're like, I mean, okay, I will remind you, right? Go to, where was it? Excuse me, I'll go right back. Go back to Daniel 3, right? Gehen wir zurück zu Daniel 3. Yes. In verse 19. Und dann Vers 19. Yes, exactly, right. It says, in fact, so just go to verse 13, right, first. Gehen wir nochmal zu Daniel 3 und dann Vers 13 zuerst. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, in other places, it says that he was wroth, right? An anderen Stellen sagt es, er war zornig. Daniel 2 says he was wroth, right there, right? Vers 2 sagt, er war zornig dort. Yes? Ja? Okay. So, okay, and then go to verse 19. Dann Vers 19. Then was Nebuchadnezzar full of fury, right? Okay. Und dann Nebukadnezar voller Zorn. And when he's full of fury, this is this time where you're brought into this great distress and trial, right? Or, can't remember the other word. Also wenn er voller Zorn ist, dann wirst du in diese große Zeit Drangsal und der Prüfung geworfen. Okay, so go back to Luke 21, Zurück zu Lukas 21, verse 23. Vers 23. It says, But woe unto them that are with child, and them that give suck in those days, for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. So in Matthew 24, it calls it great tribulation, right? Matthäus 24 sagt, es ist die große Trübsal. Which is this whole experience, right? Und das ist diese gesamte Erfahrung hier. So it says there's going to be great distress and wrath upon this people, Es right? ist große Drangsal und Zorn über dieses Volk. So the wrath begins here, but it gets heated 7 times here, right? Der Zorn fängt hier an, aber wird hier 7-mal heißer gemacht. Yes? Richtig? Okay, but at the same time his wrath is 7 times Christ, it's 7 times more blessings in his blood to give you by faith, right? Aber zur selben Zeit, wo der Zorn kommt, ist auch 7-mal
mehr Segen da, indem Christus sein Blut 7-mal dort sprengt. And they shall fall by the edge of the sword. So where do you fall by the sword? Wo fällst du durch das Schwert? Destruction of Jerusalem. No. Artikel 9, die Zerstörung Can't Jerusalems. be. That's they were to go after him through the city. Sollen nach ihm gehen durch die Stadt. You're saying the destruction of Jerusalem is where the martyrs die, and that's false, right? But isn't it speaking here about the destruction of Jerusalem? That's what it's referring to. No. It says, they shall fall by the edge of the sword, and they shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Right? It's got to go until you reach the culmination point. Stay in prison till the end. Yeah, that might be so, but that's not what we're talking about. We're talking about when they slay you with the sword, right? That's Romans 13. That's at the end, right? So I'm saying you're in prison until right to the end. Like, you're mixing things up here, right? Look, for instance, go to just go to Matthew 24, right? Gehen wir zu Matthäus 24. And go to verse 20. Dann gehen wir dort zu Vers 20. This was a question that was put to me a week or so ago, and then I wasn't, at that point I wasn't sure how to answer it, but then I remembered the answer, right? That we already knew it, I just never really thought about it, and I responded to him, but it's right here. Das war so ein Punkt, wo eine Frage an mich herangetragen worden ist vor ein paar Tagen, und da ist mir dann die Antwort dazu eingefallen, und das schauen wir jetzt hier an, Matthäus 24. Okay, it says, but, Which verse? verse 20, Vers 20. but pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day, for then shall be great tribulation. That's right at the beginning, right? Also das ist ja dann hier am Anfang. So this is great tribulation, Das ist die große Trübsal oder Drangsal. which is great tribulation is 1260, right? Das ist 1260, richtig? It's the same as this, is these 3.5 days where the two witnesses get put to death, right? Dasselbe, but isn't it the whole thing? Which gets cut short. Yes. This is 3.5 days in a 1260, but the Great Tribulation is the whole thing. We'll look at that just one Also diese second. große Drangsal ist das Gesamte, hier, die ja abgekürzt wird, und diese 3,5 für die 2 Zeugen, die tot sind, wäre bis hier. Okay. It says, for then shall be great tribulation, such was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days should be what? Shortened, right? Es sei denn, dass diese Tage verkürzt werden. And what does Sister White say about that time when it's shortened? Und was sagt Ellen White über diese Zeit, wenn es abgekürzt wird? The fiery trial was cut short. Dass diese Right. feurige Prüfung abgekürzt worden ist. Right, we've read the quote many times. You need to be paying attention to these points or you'll forget them, right? Und dieses Zitat haben wir oftmals gelesen. Wir müssen auf diese Punkte Acht haben, sonst vergessen wir sie wieder. Okay, so when the great tribulation is cut short, which is here because it marks the point of your deliverance, the fiery trial is cut short, right? Die große Drangsal, die abgekürzt wird, ist markiert hier, wo du befreit wirst. Das ist, wo die feurige Prüfung auch abgekürzt wird. Okay, so just go back up to Luke 21. Gehen wir jetzt nochmal zurück zu Lukas 21. It says, verse 23. Und dann Vers 23. In fact, let's go to verse 24. Lass uns zu Vers 24 gehen. So it's speaking about this time of great distress, right? Spricht über diese Zeit der großen Drangsal. The great distress is the great tribulation, right? Die große Drangsal ist die große Trübsal. They shall fall by the edge of the sword. When? Wann werden sie In the fallen? time of great distress, In der right? Zeit der großen Drangsal. And shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. Right? And the treading down is for how long? Und das Niedertreten ist für wie lang?
1260. für 1260. Right, just let's prove this point, right? Lass uns diesen Punkt beweisen. Go to Revelation 11. Gehen wir dazu zur Offenbarung 11. Verse 1. Offenbarung 11 und dann Vers 1. It says, "And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein." Who's been measured? Wer wird hier gemessen? No, you're just, that's true, but why am I asking that question? Judgment. No, you're still missing the point, right? Warum stelle ich hier die Where are Frage? they? Wo sind sie hier? They're in the temple, Sie sind right? im Tempel drin. Okay? So who's been measured? Also wer wird hier gemessen? Prophet. The publican and the Pharisee, Der right? Zöllner und der Pharisäer. Okay, right? Yes. But the court which is without the temple, leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles in the holy city, shall they tread under foot 42 months. Right? This Now was this is fine. the Sunday law, right? But we know that the Sunday law, right, the same principles are always applied, right? Das ist jetzt das Sonntagsgesetz, aber wir wissen, dass dieselben Prinzipien auch da im Sonntagsgesetz dann Anwendung I finden. don't know how many times I have to show this. When Christ went to enter in the temple the first time, was it illustrating this judgment? Als Christus zum ersten Mal in den Tempel reinkam, hat es dann dieses Gericht illustriert? Yes, it's Ja. this, right, is just a bigger illustration preparing you for this, right? Das ist einfach nur eine größere Darstellung, um dich vorzubereiten für das hier. Right? Stimmt's? Okay, and this is what's shown you here, and it says, verse 2, Sagt dann weiter hier in Vers "But 2. the court which is without the temple, leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles." So the Gentiles are not being tested, right? Die Heiden sind jetzt hier noch nicht getestet. "And the holy city shall they tread under foot 42 months." What's been treading down for 42 Also months? was wird für 42 Monate niedergetreten? Jerusalem, Jerusalem. right? So it's not the destruction of Jerusalem until you come to the end, right? Das ist noch nicht die Zerstörung Jerusalems, bis du zum Ende kommst. This is the whole point Lawrence was making this morning. The day of the Lord is coming, right? Das ist der Punkt, den wir heute Morgen angeschaut haben, der Tag des Herrn, der kommt. But on the lead up to that point was there much carnage happening to God's people. Aber sozusagen, bis man zu diesem Punkt hinabgekommen ist, gab es dort viel Blutvergießen unter Gottes Volk. Yes, right? Yeah. Okay. It's a period of time, right? Das ist eine Zeitperiode. So when you go back to Luke 21, right? Wenn wir zurückgehen zu Lukas 21, Right? I'm suggest verse 24, und dann Vers 24, "And they shall fall by the edge of the sword," is here, right? möchte ich vorschlagen, dass wenn sie durch die Schärfe des Schwertes fallen, dass es dann hier drin ist. Because line upon line, Scripture must explain Scripture, not history, right? Linie auf Linie. Schrift muss Schrift erklären und nicht Geschichte. It says also in Daniel 11 that those that instruct many they shall fall by the sword. Yes, Das sagt auch In in der Daniel 11, dass in der 1260 diejenigen, they fall by the sword. die anderen unterwiesen haben, durch die Schärfe des Schwertes gefallen sind. Okay, right? So, and the point is that if you bring everything together, here they say, hold, right? Also wenn du alles zusammenbringst, dann sagt es hier, halte. Okay, but then when you come to the stories, right, you've got, it's here he throws you into the fiery furnace, and here you're delivered, right? Aber hier ist es dann, wo er dich in den Feuerofen wirft und hier wirst du dann befreit. Right, and I remember, you sent me about, how many quotes did you send me on that? 3, was it? Right, so if you just go to Matthew 24, we read this already. Wenn wir jetzt Matthäus 24 gehen, das haben wir Just one bereits sec. gelesen. Just so I clear this point up. Den Punkt zu klären. Was it Matthew 20? No, it was Luke 21. Excuse me, it was Luke 20. Go, just turn in your Bibles to Luke 21. War doch Lukas 21 gewesen. Gehen wir zurück.
Because it says, yes. Yes, verse 16. Vers 16. And ye shall be betrayed both by parents and brethren, kinsfolk and friends. That's right at the beginning. They betray you, they deliver you up, right? Das ist hier am Anfang. Sie verraten dich und liefern dich aus. And some of you they shall cause to be put to death. Und einige von euch werden sie zu Tode bringen. So that's here, right? Das wäre dann hier. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but there shall not a hair of your head perish. Now that's like an oxymoron, it's like a contradiction, Vers right? 17, also es ist dann wie so ein Widerspruch, dass die Haare eures Hauptes werden nicht vergehen. Because in Daniel chapter 3, they don't die, they claim the promise and they get delivered, right? In Daniel Kapitel 3, da sterben sie ja nicht, sie nehmen die Verheißung in Anspruch und werden befreit. But Sister White, she takes this point and she says very clearly, there will be some martyrs, right? Ellen White nimmt den Punkt und sagt sehr deutlich, dass es dort Märtyrer geben wird. If you're a martyr, you have to die before the point of deliverance, Wenn right? du ein Märtyrer bist, dann musst du ja vor dem Punkt der Befreiung sterben. Here is where all the martyrs will be, right? Hier ist es dann, wo all die Märtyrer sein werden. So it doesn't matter if you die because not a hair of your head will perish is referring to Christ going to resurrect you anyway. So Und es ist aber egal, ob du dann hier stirbst, weil nicht ein Haar von deinem Haupt wird vergehen, bezieht sich darauf, dass Christus dich einfach wieder auferwecken wird. okay, and I'll post the quotes after everybody can read them, right? Also was dann buchstäblich kommt, oder Wiederkunft. Und das werden wir dann lesen können, wenn ich das Zitat nachher noch posten werde. So we must not get the points mixed up. Here is the point. Some people, if in the Sunday law, if you're going to be a martyr, there's where the martyrs will die, Also wir right? müssen das nicht irgendwie verwirrt werden darüber, dass wenn du ein Märtyrer sein solltest im Sonntagsgesetz, dann ist es hier, wo man als Märtyrer sterben würde. Right? Richtig? Hopefully you can see that, right? Ich hoffe, dass wir das sehen können. So the point I was making, right? It says, so go back now to Luke 21. Gehen wir jetzt zurück Vers zu Lukas 24. 21, Vers 24. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. Now, if you just compare that with Matthew 24, it says, until the time of the great tribulation is cut short, Wenn du right? das vergleichst mit Matthäus 24, dann sagt es, die große Trübsal wird da sein, bis sie abgekürzt ist. So the times of the Gentiles is fulfilled once they've destroyed Jerusalem, Die right? Zeiten der Heiden wird erfüllt sein, sobald sie Jerusalem zerstört haben. Because once they've destroyed Jerusalem, what's he now going to do to them? Denn sobald sie Jerusalem zerstört haben, was wird er dann mit ihnen machen? It's going to punish them, right? Wird dann sie bestrafen. So when it gets cut short, it's marking the end of the times of the Gentiles. They've fulfilled it, right? Wenn es abgekürzt ist, dann markiert das Ende der Zeiten der Heiden. Sie haben diese Zeit jetzt erfüllt. Okay. So it's go back to Matthew 24 verse 22. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 24, Vers 22. It says, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake those days shall be shortened. Right? So this great tribulation, right, which goes to the end, right, Diese große Trübsal, die bis zum Ende geht, is shortened. wird Right? hier abgekürzt. Okay. And then go to verse 29. Und dann zu Vers 29. Immediately after the tribulation of those days, so the tribulation is now ended, Also die right? Trübsal ist dann hier zu Ende. Shall the sun be darkened, and the moon shall not give a light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken, right? So it says when the tribulation ends, the heavens and earth shake. Sagt hier, wenn die Trübsal zu Ende geht, dann wird Himmel und Erde erschüttert. Okay, and this is an agreement with the book of Joel, right? Das ist ja eine Übereinstimmung mit dem Buch Joel. Just quickly turn to Joel chapter 2, just
gehen wir da nochmal hin zu Joel 2. just to affirm the things that Lawrence has been dealing with. Dass wir nur die Punkte nochmal bestätigen, die Bruder Lorenz gezeigt hat. And go to verse 10. Joel 2, Vers 10. This is the day of the Lord that they were warning them about, right? Das ist ja hier jetzt der Tag des Herrn, wovor sie gewarnt worden sind. The earth shall quake before them, the heavens shall tremble, the sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining. And the Lord shall utter his voice before his army, for his camp is very great. For he is strong, that executeth his word. For the day of the Lord is great and very terrible. Who can abide it? Right? Richtig? Heavens and the earth shake when he executes his word, right? Der Himmel und Erde erschüttern, wenn er sein Wort hier vollstreckt. Right? Richtig? Okay. So the ones that are being punished there are not martyrs, right? They are the wicked. And who's destroying those? Also diejenigen, die jetzt hier bei der Zerstörung Jerusalems zerstört werden, sind nicht die Märtyrer, sondern das sind die, They're the Pharisees, a bit better ja, title to give them. das sind die Pharisäer, also die Bösen unter Gottes Volk. Yes. Because there's two classes here, the publican and the Pharisee, Es gibt ja right? die zwei Klassen hier, der Zöllner und der Pharisäer. Pharisees laid in the dust here, sorry, the publicans laid in the dust here, and he's justified, right? Der Zöllner wird hier in den Staub gelegt und er wird jetzt hier gerechtfertigt. Pharisees standing in all his pride right to the end, right? Der Pharisäer, das steht hier in seinem ganzen Stolz bis hin zum Ende. Gets executed upon him, right? Und hier wird dann das Gericht über ihn vollstreckt. Because when he's standing in his own strength, he's fighting against Jerusalem, right? Against Rome. Against Rome, sorry, I might get my words right. Weil wenn er hier in seiner eigenen Kraft steht, dann kämpft er ja hier gegen Rom oder Babylon. Peter took out his sword and chopped off what? Petrus hat sein Schwert gezückt und hat was abgeschlagen? The ear, right? Das Ohr. Who has ears to hear, right? Wer Ohren hat zu hören, der höre. What did Christ immediately do then? Was hat Christus dann sofort getan danach? Healed his ear, Er hat right? sein Ohr geheilt. It's so deep this that we'll come to, I don't fully work this out, but we'll come to this parable, right? It's very, very deep, right? Tiefgehend und ich habe es noch nicht völlig alle Details rausgefunden, aber da werden wir noch darauf zu sprechen kommen zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Remember when Elisha says, Lord, open his eyes that he might see, right? Denkt dran, bei Elisa, da sagt es ja, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen will. His sins get healed, right? Seine Sünden sind geheilt Now worden. he deals with the Gentiles, right? Jetzt handelt er mit den Heiden. Okay, I won't go into all the bits because we'll do this week, but when he takes them, what did the king want to do? Ich werde jetzt nicht alle Details jetzt ansprechen, das werden wir noch machen, aber Smite him. was wollte der Right? König machen mit denjenigen, die dann blind geworden sind? Er wollte sie erschlagen. But what did Elisha say, who represents Christ? Aber was hat Elisa gesagt, der Christus repräsentiert? No, he says feed them. It's the Er same sagt, illustration. right? nein, speise sie lieber. Das Okay. ist dieselbe Darstellung. Same spirit, right? Derselbe Geist. It's the spirit of Phariseeism, just like John and James said, shall we bring down fire from heaven upon them, Lord? Der König Right? hatte da diesen selben Geist des Pharisäers, so wie Johannes und Jakobus, die gesagt haben, Herr, sollen wir nicht Feuer vom Himmel auf sie fallen lassen? He says, ye know not which spirit ye are of, right? Und Christus hat ihnen gesagt, ihr wisst gar nicht, wessen Geisteskinder ihr eigentlich seid. Okay, just we're on the last thoughts here. I just want to make this point and we'll close, right? Jetzt ein paar Punkte, dann werden wir abschließen. Okay, so in Luke 21, right? Lukas 21, In Luke 21, it tells us when you get delivered up, it says, da sagt es, wenn du ausgeliefert wirst, it talks about the shaking of the heavens and the earth. It says, but before these, right? spricht es über die Erschütterung von Himmel und Erde und er sagt aber, davor wirst du ausgeliefert. Before the shaking of the heaven and the earth, they're going to deliver you up, right? Vor der Erschütterung von Himmel und Erde werden sie dich ausliefern. Then in Luke 21, it takes you to the sign. It says, when you shall see Jerusalem compassed with armies, and it starts listing the events leading down to this point, right? Dann geht Lukas 21 noch wieder zurück und sagt hier zu dem Zeichen, wenn du Jerusalem umlagert siehst von Armeen, dann wisse, dass das hier kurz bevor ist. Okay, just go to Luke 21, last verses, verse 25. Jetzt gehen wir wieder zu Lukas 21, die letzten Verse ab Vers 25. So, it says,
There shall be signs in the sun and in the moon and in the stars upon the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Bis Vers 28. Okay, in order to just see this point, just turn in your Bibles to Luke 21, because Gehen wir in Probably unseren failed Bibeln to- zu Lukas 21, um den Punkt besser zu sehen. I probably failed to get you to see this point. Ich habe vermutlich den Punkt noch nicht klar genug dargelegt. Okay, verse 20. Gehen wir nochmal zu Vers 20. Lukas 21, Vers 20. When ye shall see Jerusalem compassed with armies, it's here, right? Also wenn du Jerusalem von Armeen umzingelt siehst, das ist hier. Verse 21. Vers 21. Then let them which are in Judea flee, right? So you have to flee to Christ. Also jetzt musst du hier zu Christus flüchten. Verse 22. Vers 22. For these be the days of vengeance, which all things which are written may be fulfilled. How many things? Also das sind die Tage der Rache, damit wie viele Dinge erfüllt Okay, werden? now, why does it Alle say Dinge. that? Und warum sagt es das? Alle Dinge. Thank you. That's all the parables, right? Das sind all die Gleichnisse. All the books of the Bible meet and end in the Revelation. Denn alle Bücher treffen sich und enden im Buch der Offenbarung. Right? Richtig? What I want you to see is that the perfect fulfillment of 20 down to 28 is this. Here, it's right here. Right? Die perfekte Erfüllung von Verse 20 bis 28 ist dann hier drin. Sister White is a prophet. She just understands that all these things are first illustrated here. She takes verse 20 and sticks it there. Right? Deswegen in White, sie nimmt einfach, sie versteht diese Dinge natürlich und hat dann die Prinzipien genommen und hat zum Beispiel Vers 20 dann an den Anfang des Sonntagsgesetzes gesetzt. Because the same principles here, which are here, right? Weil da sind dann dieselben Prinzipien auf der großen Ebene wie dann hier in der kleinen. Just like at the first temple cleansing, she takes the final judgment and she marks it in there, right? Das ist genau wie bei der ersten Tempelreinigung, sie markiert das hier und es markiert aber das finale Gericht, sagt sie. But the Bible is the authority, right? Aber die Bibel ist die Autorität. And the Bible is marking it here, right? Die Bibel markiert es hier drin. And just read down because it says that Ich muss es weiterlesen. all things which are written may be fulfilled, but woe unto them which were child, and to them that give suck in those days, for there shall be great distress. There's a great tribulation, right? Also große Drangsal ist die große Trübsal. Okay? And it says, verse 24, Vers 24. and they shall fall by the edge of the sword, and they shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. It brings you to here, right? Das bringt dich dann nach hier. Now what do we read? Was lesen Vers wir nach? 25. Vers 25. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations. Right here, right? Also genau hier. Whose distress coming on now? Über wen kommt jetzt die Drangsal hier? The nations, Sagt right? über die Nationen. Because the Lord reverses it now, Weil right? der Herr kehrt das jetzt alles hier um. Now they're brought into great trial and distress, Jetzt werden right? sie in große Drangsal und Trübsal geworfen. Why? Because the two witnesses are lifted up. What comes upon them? Die zwei Zeugen sind jetzt aufgerichtet und was kommt jetzt über sie? Great fear came upon them, Sagt, right? große Furcht kam über sie. Then it says there shall be signs in the sun and in the moon and the stars, and upon the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear. Great fear comes upon them, right? Große Furcht kommt dann über sie hier. Because the two witnesses, through God's people, are lifted up right here, Weil right? die zwei Zeugen hier durch Gottes Volk werden dann hier hochgehoben. For the powers of the Right. heaven shall be shaken. Then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. This is the harvest, right? Das ist die Ernte, richtig? So when we go to the harvest, what do we see? Wenn wir zur Ernte gehen, was sehen wir dann? In relation to what we've just read. In Bezug auf das, was wir gerade gelesen haben. Yeah, we see Christ on the cloud, right? Wir sehen Christus auf der Wolke, Right? richtig? Bible explaining Bible, Die right? Bibel erklärt die Bibel. Symbol comparing with symbol, Symbol wird mit Symbol verglichen. right? It's the first resurrection, Das ist right? jetzt die erste Auferweckung.
Okay. Then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up. So these things is just been written from verse 20 down to there, right? Diese Dinge, die sind worauf sich bezieht, ist von Vers 20 bis hierhin. Also von hier bis dort. Look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Right? Richtig? It's the hour of judgment. Es ist die Stunde des Gerichts. Not only upon the church, but the church first, right? Nicht nur über die Gemeinde, aber die Gemeinde wird zuerst gerichtet. Okay, we will, as we go on, we will look more at this, right? Und wenn wir fortfahren, dann werden wir noch mehr das Muster hier anschauen. Remember when Revelation 8, it's half an hour, right? Denkt dann in Offenbarung 8 spricht es über eine halbe Stunde. Because half an hour for God's people, half an hour for the Gentiles, Wir right? müssen verstehen, es wird eine halbe Stunde für Gottes Volk geben und eine halbe Stunde für die Heiden. Amen? Amen. Okay, these things are coming together, right? Und diese Dinge, die kommen immer mehr zusammen. Okay, let's close. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, I thank you for your clear instructions from your word. ich danke dir für deine klaren Anweisungen aus deinem Wort. I want to pray, Lord, that we would go through these things very carefully using the principles that you've given us. Ich bete, dass du uns hilfst, da sehr sorgfältig durchzugehen, indem wir die Prinzipien anwenden, die du uns gegeben hast. And remember Miller's rule number 4, when you can prove your theory without a contradiction, then you know you have the truth. Und dass wir auch an Millers Regel Nummer 4 dran denken, dass wenn wir unsere Theorie ohne einen Widerspruch formulieren können, dann können wir wissen, dass wir die Wahrheit haben. However, Lord, as we are still in this sinful condition, Jedoch sind wir noch immer in diesem sündigen Zustand, that not everything is always clear to us. sodass nicht immer alles direkt für uns klar ist. Help us to remember to go forward with the weight of evidence Und so hilft uns daran zu denken, dass wir vorwärts gehen mit der Beweislast and trust that Christ will make things clear to us in due time. und dass wir dann vertrauen, dass Christus alles noch aufklären wird in der rechten Zeit. Please help us to sigh and cry for the abominations in our own hearts Und bitte hilf uns zu weinen und zu wehklagen über die Gräuel in unserem eigenen Herzen and trust that you will give us grace because you've promised. und zu vertrauen, dass du uns Gnade geben wirst, weil du hast es versprochen. And help us, Lord, to seek you with all our heart where you may be found of us. Und hilf uns, Herr, dich mit dem ganzen Herzen zu suchen, während du noch zu finden bist. And we just thank you for your great mercy upon us. Und wir möchten dir danken für deine große Barmherzigkeit über uns. We ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.